Und? Bist du gespannt? Servus miteinander, soll es mal live sein. Servus! 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 So, jetzt geht's dann gleich los. Ich bin mal gespannt. Sag ich, die Kamera hier, oder? Das da. Achso. Lost sein Urgroßvater. Achso, fucking hell. So. Erstmal schnell, was uns hört hier so. So, jetzt geht's dann gleich los. So. Also Servus, ich sehe jetzt... Oh, ach ja, das sind wir ja schon. Ja, ich sehe jetzt mal Elias. Servus. Schreibt also, wenn Sony noch einen Cinematic CGI-Trailer raushaut von God of War, dann bin ich raus. Ja, wäre schade. Also, ich will auch Gameplay sehen heute. Ja, das wäre schon mal nice. Mal schnell Livestreams. Das ist auch so weird. Ich kann irgendwie nicht von vornherein einstellen, dass das ein deutscher Stream ist. Da verirren sich ab und zu irgendwelche Amis hierher. Das ist auch weird. Ja, vielleicht hören die gerne einfach deutsches Commentary. Nee. Das tun sie sicher nicht. So. Ja, mein Highlight ist natürlich Final Fantasy 16. Ich will sehen, was geht. Solange kein Stream mehr, Tobi. Servus, Tobi. Du hast einfach nur am Freitag, warst du letzte Woche nicht am Start, Digga. So sieht's aus. Tobi, servus, was geht? Servus. Und Leon Infanger. Servus. Schön, dass du damit am Start bist. So, jetzt gucken wir mal. Wie lange haben wir noch? 4 Minuten? 4 Minuten, jo. Ja, was ist dein Highlight? Also ich hoffe halt immer, dass irgendwas Resident Evil-mäßiges kommt. Das ist für mich immer... ja, du und Resident Evil. Es muss einfach sein. Und was gäb's denn noch? Ja, ich denke, wir werden halt viel Horizon, Forbidden West sehen. Mhm. God of War. So Final 16, denke ich mal. Was halt... Aber ich glaube nicht dran, wir Final 7 Remake 2. Aber ich glaube nicht, dass wir da was zu sehen kriegen. Ansonsten schneiden die Leute Hardcore ab. Ich glaube auch, also das wäre ein Banger, wenn man Final 7 2 sieht, aber ich bezweifle es auch. Ja, Final 16... Also ich denke Final 16 schon. Wenn wir von Final 16 nichts sehen, dann bin ich auf jeden Fall enttäuscht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der Schmutz geht. God of War und sowas, das ist halt... Also da ist wohl angeblich schon geleakt, dass da was kommt. Also von dem her, God of War werden wir bestimmt sehen. Das soll angeblich auch 40 Stunden Spielzeit haben, das neue, also... Roleplay-Game. Das ist ziemlich weit außerhalb. Ja, dann würde man, muss ich... eher in meine Richtung, aber mehr geht leider nicht. Das ist passt schon. Dieser scheiß Streamer-Stuhl, Alter, ist viel zu breit, das scheiß Ding. So. Ja, und sonst meinst du, die werden auch so ein bisschen hardware-mäßig noch was? Ja, ich hoffe, dass die heute sagen, dass man jetzt die Software runterladen kann, dass wir endlich die Speichererweiterung in die PS5 einbauen. Also bisher ging es wohl noch nicht? Nee, ja, es geht schon, aber halt nur mit Beta. Okay. Beta-Software und die habe ich habe keinen Zugriff bekommen. Also wenn ihr nicht wisst, wovon er spricht, es geht darum, quasi den SSD-Speicher der Playstation zu erweitern. Du kannst es schon, aber da kannst du nur Spiele drauf speichern, du kannst darauf nicht zugreifen. Also du kannst auch PS4-Spiele über die Playstation 5 spielen, über eine ganz normale externe, aber die PS5-Spiele kannst du nur von der SSD aktuell auf der Playstation ist und die könnte man im Moment, wenn man Beta-Zugang hat, erweitern. Ich habe schon eine da liegen in Terra, wir müssen sie nur noch reinbauen, weil wenn man sie jetzt reinbaut, kommt eine Fehlermeldung, dass da was drin ist. Ich warte ja drauf, dass sie irgendwann mal, wenn die Verbindungen alle stabil sind oder für Kunden, die eine stabil genug Leitung haben, eine Cloud-Lösung anbieten. Du brauchst gar keinen großen physischen Speicher mehr vor Ort, vielleicht ein bisschen was und dann kannst du deine Games über die Cloud permanent spielen und hast den Datenaustausch über die Leitung. Das würde ich mir ja mal wünschen für die Zukunft. Aber für Deutschland ist das halt immer, mit unserem Netz hier ist halt immer so eine Sache. Ja. So. Wie lange dauert das? Steht jetzt eine Minute noch. Geht der Fang los, die Weber. Ja, die Frage wäre halt auch, was das für ein Traffic wäre, weißt du, weil du bist ja permanent am Saugen halt, ja. Ja, du musst halt mal überlegen, also wenn du dir überlegst, dieses 1 Terabyte, das kostet halt fast 200 €. Das ist, damals haben wir uns beschwert, weil wir uns Memory Cards kaufen mussten, die waren billig wie Scheiß, da haben wir schon rumgeheult und jetzt... hast du für 30 Mark ein Megabyte Witz, Memory Card gekauft. Aber da konntest du auch speichern drauf, dem Scheiß, Digga. Ja, 15 Blöcke hattest du drauf und konntest... Standard, aber diese, weißt du noch, meine gelbe da, Alter, da konntest du ja... Das waren 72 Memory Cards in einer. Das Ding hat aber auch ein bisschen was gekostet, das war 50 Mark oder so, keine Ahnung. Echt, ging die nicht so richtig mit 80, 90, 100 Mark oder so? Ich weiß keinen Plan. Ja, wie ihr merkt, wir sind schon ein bisschen älteres Semester halt. Auf jeden Fall. So. Jetzt legt man hier los. 22 Uhr.
Ist da los unpünktlich auch noch. Ist aber nicht Deutsch hier, du. Ja, gut, die Japaner sind mit Sicherheit auch ziemlich pünktlich. Ich glaube, das ist tatsächlich, dieses State of Play wird eher Ami-mäßig gesteuert, glaube ich. Ja, weil 22 Uhr wäre eigentlich eine komische Uhrzeit. Das ist für die Japaner, ich glaube 7 Uhr 17 Uhr ist bei denen Mitternacht. Ja, dann 5 Uhr in der Früh. 7 Uhr in der Früh, Entschuldigung, ja. Du warst schon richtig. Oh. Ja, ich denke auch. 5 Uhr, du bist schon richtig. Ja? 5 Stunden, also 17 bis 22 Uhr sind 5 Stunden. Ah, ja, 17 stimmt. Uhr ist 5 Uhr ist schon, warst du schon korrekt. Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, dass das meiste so Marketing- und technologietechnisch teilweise von Sony USA irgendwie gesteuert wird. Ja, der Lead-Designer, also auch der die Hardware macht, dieser Czerny oder wie der heißt, der Typ, der ist ja auch ein Ami, also aber du merkst es auch immer, ich finde auch die Sachen werden immer mehr auf ja, klar sehen es die Japaner jetzt nicht, aber die Sachen werden auch, ist ja beim Fußball mittlerweile auch so mit dem Klassiko, der da irgendwie am Nachmittag stattfindet, damit den halt weltweit betrachtet werden kann. Ich weiß nicht, ob 22 Uhr da die beste Zeit ist, aber für die Amis wahrscheinlich schon. Das haben wir dann da. Bei den Amis haben wir, warte mal, was haben wir? 22 Uhr? Jetzt immer 6 Stunden ab. Je nachdem, an welcher Küste du lebst. Ja, schauen wir mal. Okay, bin mal gespannt. Erwachsenes Spiel, Resident Evil, Digga. Fangen sie gleich mit God of War an. Könnte sein. Destroying. Okay, alles klar, also wird was Brutales. Oder was Anzügliches. Ja, aber eher selten. What's that? Wakanda? Ja, keine Ahnung, nee, so sieht's nicht aus. Oder ist das einfach nur ein allgemeiner Trailer? Warte mal, God of War hat mir ja, ich glaube, das ist einfach nur so ein gesamter Trailer wahrscheinlich, also zum Einstimmen. All Stunts. Do not attempt. Okay, ist für die Amis. Für die Amis. Mach den Scheiß nicht zu Hause nach, Digga. Das ist für das amerikanische Publikum, wir haben schon verstanden. Aber ich glaube, das ist kein Game, das ist einfach nur so, das wirst du wahrscheinlich jetzt zukünftig als Werbespot oder so sehen. Schau mal, wie es so geklaut hat. Aber das ist irgendwie kein 4K-Footage, was sie gerade zeigen, oder? Das ist Full HD. Ja, also und teilweise das Schmutz. Das ist riesig. Aber auf dem Fernseher ist auch ein bisschen gemein. Ja, und wir sitzen halt auch nah dran. Was hat das mit der Krone auf sich? Ich check's auch nicht. Aber das ist komplett CGI? Also, nee. Stell dir vor, dass du jetzt dann aus und so hast, Digga. Man schmeißt die Leute mit Tomaten, Alter. Nein, das war auch nur ein Witz. Stell's dir mal vor, Mann. Hast du mehr Werbung gesehen? Nee. Mercedes? Ja, so ja, dick drin. Wie immer halt. Aber die haben die Hälfte des Spots wahrscheinlich bezahlt, Bruder. Das Symbol interessiert mich. Ja? Weil jetzt schon öfter gesehen, dieses komische Ding da. Ja, Sony, jetzt als der Kino King. Klar. Players No Limits, okay, die hat ihn dethroned. Aber da kommt dieses Logo, glaube ich, jetzt nämlich auch. I'm Jim Ryan, President and CEO of Sony Interactive Entertainment, and welcome to the PlayStation Showcase. At PlayStation, we believe in pushing boundaries and setting the benchmark for creativity and excellence in entertainment. We always love the opportunity to speak directly with our community. The new technology in PS5 enables development teams to build more exciting, immersive, and compelling worlds, showcasing their creative vision as storytellers. We've never been more grateful for the PlayStation community.
So thank you for allowing us time to share some significant updates and brand new content. Oh yeah. So without further ado, let's look at some new and amazing games. Okay. Schön, dass ihr immer schön die Community erwähnen, ne? Ja, aber dann mach mein Speicher langsam klar, Digga. Aber diese let's go, Star Wars-mäßiges, Digga, jawohl! Aber die Dankbarkeit an die Community, das finde ich schon cool. Also die Filme haben es verstanden. That is what the Sith believe. Not actual gameplay. Ja, Star Wars, Mann! They promise power. Ich hoffe, was Gutes. Now they wield it. Ja, wenn das We face the greatest Sith in generations. Ja, ein MMO wäre mal eine Sache. They must Oder be Battlefront wäre eine Sache. Ja, ich wusste, das ist Knights of the Old Republic Remake. Jetzt bin ich gespannt auf das MMO-RPG, Digga. Wenn das gut aussieht, dann bin ich echt am Start. Dann kann man das schon mal im Testmonat mal probieren und dem eine Chance geben. Kein einziges Bild vom Spiel, Digga. Das ist doch zum Kotzen. Was? Das ist alles, ne? Das war's, Digga. Ja. Okay. Gab's ein Datum? Ich glaub gar nichts. Ich glaub nur, dass es für die PS5 Remake wird. Bisschen dünn. Das ist als echter Weg dünn, aber glaubt mir, alle Star Wars-Typen rasten jetzt gerade voll aus. Hauptsache, sie wissen schon mal, dass da was kommt. Irgendwie Dead or Alive Engine mäßig Ja, aus. fand ich auch tatsächlich. Ist das Techno und Team Ninja? Kawaii Tecmo könnte das sein, ja. Also Sci-Fi-Horror? Ich stehe auf 하늘에 Sci-Fi. 계신 어머니시여, 저희는 지구를 지키지 못했습니다. 적들을 물리치고 Sieht aber ganz cool 인류를 aus. 구원하려는 Das 신성한 ist so ein 임무를 Open-World-Game. 다 하지 못하였습니다. 하지만 이제 저희가 다시 내려와 남은 목숨 끝까지 바쳐 싸울 것을 맹세하고 Schon mal alles voller Aliens oder so. 부디 저희의 죄를 사하여 주시고 저희를 거두어 주시고 저희를 유혹에 Okay. 빠지지 않게 하소서. Ich meine, ich stehe auf solche Szenarien. Ja, grundsätzlich schon geil, auch so ein bisschen japanisch Anime angehaucht. 방공호 같은 건가? 여긴 지하철역이야. 사람들을 태우고 거미줄처럼 도시를 누비던 교통수단. Stell dir mal vor, die haben Bilder von der 1 Remake aus. Zu der angeblichen Produktion. Also so ein bisschen Devil May Cry Style. Ja. Und so postapokalyptisch. 네이티브가 Sieht 시체에 schon aus, als 기생하고 würde es Bock 있다니. machen, Alter. Also für mich halt, ich weiß, wo hast solche Games. 매복이야! 그날 이후 지성의 도시들은 모두 Ich muss 예비처럼 sagen, grafisch haut 폐허되었어. mir das nicht so vom Hocker. 잘나신 분들의 Wer 우주로 weiß, ob 떠난 das Alter oder Ja, weniger. es kann schon sein, dass das 이곳에 Alter ist halt. 버려졌지. Also vor vorhin ein paar Frame Drops hat man gesehen. Ja, das verzeih ich Ja, im aktuellen Status. Also. Aber wenn du dir mal überlegst, ne? 이브 조심해. 전방에서 뭔가가 Irgendwie, oder es könnte so Ninja Games Style sein, ne? Genau, das könnte halt auch sein. Ich habe links sogar eine API-Anzeige gesehen. Da links unten im Eck, siehst du das? Das erinnert mich mega an Ninja Gaiden kombiniert mit Devil May Cry. Das ist schon mal geil, wenn die Kampfstoffe jetzt mit der Mucke noch mehr Devil May Cry als Ninja Gaiden. Das sieht schon geil aus, Mann. Die alte ist ganz schön devastating. Alter, voll. Weiblicher Tante. Ja, genau. Aber so cool wie das ist halt immer schwierig. 여기야. Ja, hier so Quicktime-Events, Digga. Alter, das ist halt japanisches Spiel, das ist Großvater, Digga. Aber geil, Das ist voll das für Japanisch. mich erinnert auch mega auch an Ghost of Shell, Alter. Und jetzt Man will Ghost in the Shell? Ja, ja. Ghost in the Shell und Apple Phoenix Machina, wo die auf der Liegt. Ja,
Style. Oder Ninja Gaiden. Project Eve. Ah, ja. 당신이 왜 이곳에? 설마 이브, 저건 알파 네이티브야. Auch kein Datum. Ah, das war Unreal Engine. Ah, okay. Aber kein Datum? Ja. Schade. Jetzt geht es ab, Digga. Darkness washes Oh over. Mann, ich glaube, jetzt kommt Schmutz, Digga. Dun, dun, dun. Kann man mal. Dragon Lord has returned. Fools! Your party of heroes can't stop me! Erinnert mich irgendwie an Warcraft. Who's ready to rickety roleplay? Spoiler? It's you, baby. Das ist wie Borderlands, glaube ich. Ohne Scheiß, Digga. Ja, mit sowas kannst du nicht jagen. Ja, ich auch, Alter, du auf niemals. Es gibt ja Leute, die feiern das Ja. Sorte und ich glaube, wenn auf sowas steht, Das ist schon cool, aber meins ist es auch überhaupt. da bin ich das Ekel raus. Guten Abend, Servus, Hugo und Servus. Love the Guns. Also ich glaube, sowas gibt es halt auch teilweise so ein paar Multiplayer-Sachen oder Koop-Geschichten. Also ich glaube, dass das schon Spaß machen kann, ne? Aber da musst du schon mit den richtigen Leuten zocken halt. Ja, schon. You know, some of you may be asking, Tina, why are there guns in a fantasy world? And I am just so glad you asked because shut up your face and get shooting! Was für ein Trailer, Digga. Aber geil gemacht. Ja, ist ja gut. Musik, Alter. Bam, Junge. Hey, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, wenn dir so ein Genre taugt, dann hat er bestimmt Fun damit. Ja, das ist safe. Also ich glaube, für alle, die so auf Borderlands stehen, Alter, so abgespacedes Game, Mann. Alle, die so auf Borderlands stehen, Alter, die werden das maximal feiern. Da. Was ist das? Radian, Alter, oder was? Aber ich bin mal interessiert, ob man das im Koop zocken kann. You ready, Ja, newbie? das ist, glaube ich, tatsächlich Ding. Time for character sheets, baby! Wonderlands heißt's. Teeny China Alright, trailer Wonderland. over. 25. No end credit März, scene das ist here. gar This nicht mal ain't so no weit super weg. duper hero movie. Interesting. Alles sagen nice aus für Leute, die drauf stehen. Guten Scheiß heben sie sich fürs Ende auf. Hoffe ich doch mal. Also das letzte State of Play, da war ja der Justin auch mit in der Reaction im Ding, im Discord. Alter, haben wir uns da abgefuckt drüber, Mann. Das war so richtig schlecht. Oh, Square Enix Time. Gespannt. I'll let you in on a secret. Das ist but I'm a pretty Project big 8 deal. hier. Alter, voll Advanced. We are getting out of the city, Homer. I promise we'll go somewhere that loves cats. No more fights. Clean air. Bright skies. Ja, das ist das Project 8 hier, Alter. Das ist wie ein Fantasy-Rollenspiel. Das Okay. sieht aus wie Final teilweise. Richtig krass. Ich hoffe, die zeigen wieder Spielszenen. Bin mal gespannt. Auf das freue ich mich schon. Ich hoffe, es kriegt jetzt mal einen Termin. Hier sie ist in der realen Welt gewesen Ja. und dann Das ist ist sie... so eine Art Fantasy-Welt. Okay. Erinnert mich so ein bisschen an die Story von Secret of Evermore. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es das unbewusst Wait, stop! Stop! ist. Auf jeden Fall zugegangen. Die hat das Outfit auch nicht die ganze Zeit. Du Okay. kriegst dann Gear und... Es ist kein... Du hast nicht mehrere Party-Member, sondern nur eine. Schau, Alter, das sieht so sick aus. Das Where on Ding, earth Digga. is this? Hoffentlich hat es einen Termin und wenn es dieses Jahr ist... Who's there? And technically not Earth. Well, not what you would call Earth, anyway. I swear to God, asshole, show yourself! Show myself, I've shown. Where are you? Right here, at the end of your arm. Oh, hello, yes. Okay, so let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call sieht Earth. cool aus. I'm seeing freaking dragons, and oh yeah, I'm Die sieht talking dann to a am Anfang, glaube ich, nur so aus. Aber schau, es sieht aus wie Final mit Bombengrafik, Digga. I just moved it with my freaking mind! Yeah, okay, that is something I Es do sieht now. saugeil I aus. do Und das magic, Game ist richtig kill cool. jacked up beasts, I'll probably find Da us. siehst du ja wieder mega, dass Square Enix ist. No, you're just being ridiculous. Oh, that's too far. Good to know there's a line.
Es war kein Schwert, aber okay. Kann man nicht. Special. Ja, Little ich is planning on hoffe, facing das off with war nicht der Sylar. einzige Angriff. Der Standard. Hunter Sylar is the strongest and most formidable of all the Hunters. You will be Okay, doing war doch our Schwert dabei, sehr gut. service by killing her. Mindestkriterien. Geballert. Schon grafisch, also wir schauen jetzt gerade so ein scheiß HD-Video an. Alter! Ja, Forspoken heißt es, genau. Project 8 hier hieß es damals. Okay. Ja, kann man auf jeden Fall eine Chance geben. Sau geil aus. Fred! No name for a demon. I am the one you seek. The one and only Tante Sylar. Tante Sylar. Nein, Spaß. Alter, jetzt wird sie ja auch mit der Spam, Junge! Oha. Ja, war März 22 stand da vorhin. Okay. Das war ein bisschen hin. Wobei. Ja, geht schon. For decades, Call of Team Duty Rainbow has been the shield against the worst global threats imaginable. Rainbow Six Vegas? Hostage situations, Also Six biological Siege halt oder weapons, so. the threat of nuclear war. Jetzt wird er wieder alle Now, Ballertypen freuen. we face the Ballerfans. greatest terror Oh, das sieht nicht so our world aus. Das sieht has nicht ever aus wie known. Rainbow Six Vegas. Doch, tatsächlich. Oh, doch. Extraction. Okay. Spannend. Du hast schon auf den richtigen Weg. Aber das ist halt, ja, jetzt geht halt Rainbow Six scheinbar auch so diesen sehr zukunftsorientierten Weg. Das ist ja, kommt ja eigentlich nicht immer so gut an bei den Spielern. Ja, die mögen ihn alle. Aber ich meine, wenn du Richtung Halo quasi wieder gehst, manche stehen da drauf halt. Manche stehen halt eher auf so realistische Shooter. If we want a shot at tomorrow, we will move as one. Die IR-Film ist auch nicht mal normal. Ja. Obwohl bei dem Asiaten. Da war sogar ein Zeitlupe, Alter. As one. Also wenn wir auf Rainbow Six, ich weiß jetzt nicht, ob das die Leute freuen wird oder die sagen, so nicht. Together, Ich hab we damals, glaube enter ich, the Rainbow Six unknown. Vegas eröffnet. Das weiß ich nicht. Reingezockt. Together, we fight for our future. And no one will be left behind. Das macht dann mit John Cena mit June. Das ist halt schon sehr future-mäßig gemacht, ne? Also. Ja. Also wäre jetzt nicht. Wäre jetzt auch nicht mein Thema. Also, wenn ich schon mal einen Shooter spiele, dann schon was Realistic halt. Ja. Mal gucken. Ja, das ist immer ganz schwer. Machst du es zu futuristisch? Manche mögen futuristische Waffen nicht. Dann manche wie Black Ops gehen zu sehr in die Vergangenheit. Das mögen manche auch nicht. Also. It's coming for me. Whatever you do, don't go out in the dark. Das ist, glaube ich, Alan Wake. The year test guests have already started to arrive. Just ran into one of the Das ist so famous artists. eher so Silent Hill-Style. Ah. Alice? Er ist irgendwie ein Schriftsteller und dann schreibt er was und dann verliert er seine Frau Last vermisst. night I woke up to a nightmare. Also ich würde in Richtung Silent Hill schieben. What had happened to me? Sieht aber nicht gerade I squeezed the flash. Ja, ist ein Remake von dem alten Spiel, was damals PS2, glaube ich, war das Ich damals. wollte gerade sagen, also das sieht sehr technisch alt aus. Ja. So, hier. Aber ganz ehrlich, glaube ich, werde es zocken, weil das jeder sagt, das Spiel ist mega gewesen damals und ich habe es nie gespielt. Ja, das ist eine coole Gelegenheit. Ducky! Pleased to meet you. Kannst den Carrie wieder einladen. Ja. Dann schreit er mal rum. Obwohl, Bam Bam! Das ist so gut. Bam, Junge! Ja, ich glaube, dass das gar nicht so gruselig ist halt. Ja, Alan I'm a Wake. writer. Okay. Ja, ich sehe schaue schon, schon, das wird wahrscheinlich einen Stream wieder geben, ne? Auf jeden. 5. Oktober. Oh, echt? Ach ja, stimmt, das habe ich sogar schon gelesen. Es war sogar schon bekannt. Okay. So, jetzt kommt mal Grand Theft, okay. Ja, okay. GTA 5. Hello, Franklin. What's up? Alter. Wie viele Add-ons und Geschichten wollen die da eigentlich noch machen? Ey, aber die sind so erfolgreich. Ich weiß. Die machen so viel Kohle. Du merkst es ja aktuell auch mit diesen ganzen Roleplay, das machen wir alle gefühlt im Moment, alle Streamer. I gotta run now, okay? Alright, bye
Bye, babe. It's lonely up here. Oh man, speed up. Gesagt, ich habe noch nie GTA gespielt. Keiner braucht. Echt nicht? Ja, glaube ich schon. Deswegen kann ich es nicht fühlen. Ich habe damals noch die alten gespielt, so Vice City, da hast du quasi nur als 2D-Ansicht auf der PS1 von oben gezockt. Und ja, auf der PS2 habe ich auch gezockt, wo damals Driver voll beliebt war, erinnerst du dich? Driver kenne ich noch. Ich habe schon viel zugeschaut, aber weiß nicht, ich habe mich nie wirklich gekickt. Jetzt kommt die PS5-Version für den März, deswegen kam es jetzt. Also es macht auf jeden Fall Bock. Also ich habe halt teilweise mir einfach nur eine geile Karre gesucht und bin den ganzen Tag durch die Stadt gefahren. Mehr habe ich nicht gemacht halt. Das ist genau das Problem. Aber das hat Bock gemacht irgendwie. Ja, ich glaube, das ist dieses Tokio-Ding. Dieses Geisterspiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Das ist auch schon von Tango Entertainment und so. Das war gar nicht meins. Da habe ich echt Hoffnung gehabt, dass es richtig geil wird. Aber du bist so in 2D à la Skyrim unterwegs und du wirst es, glaube ich, jetzt gleich sehen. Okay. Ich weiß nicht, ob es Ghostwire heißt oder ja, hier, schau, ja. There remains work yet undone. Critical work. People always deny the truth when forced to face it. Ich meine, vielleicht ist eine ganz interessante Story. Still your fear. I was so ein bisschen Kojima-Ding-mäßig. Weil ja, aber das Spiel ist halt auch mega für den japanischen Markt. The world rests on the precipice of transformation. Ja, grundsätzlich stehe ich schon auf so einen Scheiß, ne? Aber ich finde dieses 2D-Ding, dieses 3D First-Person-View ist nicht so meins, tatsächlich, für so ein Game. So hätte ich das wahrscheinlich gezockt. Ja, Ghostwire Tokyo heißt das genau. So hätte ich das wahrscheinlich gezockt, aber die Ansicht, dass das so Skyrim-Style ist, war nicht so meins. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Story ganz interessant ist. Ja, die Story kann schon sein, dass die taugt, ja. Oder sie driftet halt ins total abgespacede ab. Das ist auch bei den Japanern immer so eine ganz... Kojima hat seinem letzten Game, wie hieß es wieder? Ich hab schon vergessen, Alter. Ah, mit dem Wal, mit dem... Ja. Der Stranding, meinst du? Ja, genau. Ich weiß noch, wo ich da einmal so abgeraged bin. Alter, ist doch geisteskrank, was ist das hier? Guardians. Oh, Guardians of the Galaxy, Alter, das ist so gut. You came here seeking truth. Das wird mein Oktober-Highlight, das Game. 22. kommt's raus. Wenn wir hart im Stream suchten, das Game. Das ist jetzt Guardians of the Galaxy. United in the light of belief, all suffering, all grief will end. Du bist auf verschiedenen Planeten und. Okay. The Rocket. What's wrong with you? Oh, I think... Na, yeah, I think I'm having a heart attack. Ich glaube, der soll den ablenken, dass der andere ihn nicht sieht. Cosmo! How you doing, buddy? Grand Unifier Raker, leader of the Church of Truth. Alter, ich glaube, das ist ein richtig gutes Game wird. They kept talking about a promise. It was like they were drinking funky juice or something. We're doing a cult. So let's investigate for you. Always catch, Peter Quill. And not fun kind with Bob. Hey, World Mind, long time no see. The Universal Church of Truth is 0.3%. Ich glaube, die Namen die Lupo damals Is that bad? It sounds bad. It is. I hope you've got one hell of a speech plan, Alter, Peter. wenn so eine Mucke am Start ist. Besser kommt zum Beispiel auch so teilweise so Starbox-mäßig. Okay. Zu geil. Ich hab da so seinen Shooter eigentlich, wenn man nur ein cool spielt. Aber... By rejecting the promise, you have proven yourself unworthy, and you must be Ich destroyed. finde tatsächlich, auch wenn es die MCU-Darsteller sind, die Leute sehen ganz cool aus. Der Rocket sieht tatsächlich genauso aus. 22 ist er, glaube ich, Oktober. That was completely intentional. The Milano's on her way. Thanks, bud. So geil. 26.
Ja, das ist auch wieder was für dich, oder? Göttlich. Freue ich mich schon richtig drauf. Oh, was ist das? Okay, erstmal wieder mal stundenlang Character Creation. Aus die Assassin's Creed, Mann. Ja. Ah, du bist ein Vampir, Alter. Okay. Das sind halt, also für die heutige Zeit schon ein bisschen. Ja, gesniped, Junge. Eine Mischung aus. Ich finde das mit dem Point auch schlecht. Assassin's Creed und dann Blade und dann Ballern und dann aber auch Schwert. Dann auch noch Call of Duty. Voll den Rücken geschossen. Bam, Junge! Mit der Pumpe. Boah. Bloodhunt. Okay, das ist nicht meins. Sorry. Ich hab so das Gefühl, die wollten von allen irgendwie alles reinpacken. Ohne Witz. Und das kommt sogar noch dieses Jahr. Ja, weiß ich nicht. Na, nee, ganz knapp. Ich glaube, irgendwo musst du dich mal entscheiden, was willst du machen. Weißt du, wenn die nur so auf eine Vampire Hunter gemacht hätten. Stimmt. Picture your perfect you. Das ist doch wieder dieses Loop-Schmutzspiel, oder? Oder ist das tatsächlich mal Borderlands? We offer eternity. Shut up. Your esteemed visionaries believe the only thing missing from Black Ridge is you. The Visionaries. 8 geniuses who painted up a prison and named it Freedom. Locked us all in one repeating day. Ja, Their das ist eternity. Game. Alter, da habe ich mich im letzten Stream so maximal ausgekotzt über den Schmutz. Das ist schon wieder meine Zeit mit diesem Schmutz verschwendet, Alter. Hast du das gezockt oder was? Na, Vorgänger, oder? da gab's schon mal ein State of Play, was so ganz schlecht war. Und da kam das auch, Alter, und da haben die halt Gameplay von gefühlt 15 Minuten gebracht. Whatever these guys are doing, all spewing Eon's bullshit. Also, ich bin da vielleicht auch nicht der richtige Typ, um das zu beurteilen, aber das So how come I don't remember shit? This Party Island hangover is not my thing. My thing is answers. Who are these people? What do they want with me? And why is she always one step ahead? Come on, Colt. You gotta put this together. Aber ja, du bist ja eigentlich jemand, der Shooter mag, was sagst du? Somebody built this place. Somebody sending me these messages from the future. Ja, für manche finden das vielleicht cool, aber irgendwie so Shooter dann so voll mit Jokes und Fun und Is this a contest for them? Some type of experiment? How does this time loop work? Does anybody remember? Everyone. Yeah, that's a serious mission, Southstar. Who am I? Colt, I want you to remember. I want you to remember why you came here. Huh. Is that? Damn, I look good. I've imagined myself a way out. Gonna break this time loop before it breaks me. Deathloop heißt Also irgendwie catcht's mich halt nicht. Na, gar nicht, Mann. Da kommt ja auch mal was von Dead Space Remake. Finde ich auch nicht so schlecht. Okay.
Dafür, dass der November kommt, hätten sie mal ein paar Spielszenen zeigen können. Gut angeteased. Ja, Musik war nice, aber Radiohead, Mann. Jetzt haut mal einen raus, Mann! Ich will was Gescheites! Ah, alles klar, Digga. Ach, oder ist das keiner? Nee. Nee, ich glaube nicht. Da warst du doch schon das ganze Jahr drauf, oder? Das keiner, oder? Auf das? Auf das, Alter. Ich meine, sieht grundsätzlich schon gar nicht so schlecht aus. Okay, jetzt bin ich der Vogel. Also man spielt also einen Parasiten, der in andere Wesen rein. Das sieht schon ganz nice aus, ne? Also grafisch finde ich das gar nicht so schlecht, also wenn wir das Wasser da so anschauen so. Ja. Aber da stellt mir wieder die Frage, was ist das Ziel hier? Sieht halt wie so ein Exploration Game aus. Ja, tatsächlich. Siap. Kalau cuma Philip Meapur. Meaji? Bermunawak. Itu yang das ist schon wieder. War wieder so eine Ingame-Sprache, oder? Moin, die Runde Kollegen, servus an den. Alles klar, Digga. Das ist Chia. Aber auch da kann ich mir vorstellen, das wird schon eine Playerbase, ja. Die willst du mir jetzt nicht kaufen, ne? Ja, ich habe es. Stunde. Ich hoffe, jetzt da kommt noch irgendwas Gescheites. 10 Minuten haben wir noch. Was, geht nur das Dreiviertel oder was? Ich dachte 40 Minuten. Keine Ahnung. Geht das Event. Oh yeah! Treasure of all time is within our grasp. Gibt es eine PS5-Version? Das wäre geil! The Tusk of Ganesh? Hab ich alle beide. Now that's not an easy fight. Die PS4. Was ist das? Geniale Spiele. Uncharted. Ah. Wird nie gezockt. Oh yeah! Für den PC auch. Oh, da werden die Leute feiern. Das sind zwei richtig geile Spiele, Alter. Hast du mir gehört, das gut sein soll? So geil. Also so richtig Indiana Jones Action-Scheiß. Richtig geil. It's what they deserve. Are you ready to seek your Das ist fortune? richtig geil. Ohne Witz, das ist richtig geil. Das werde ich mal wieder streamen dann. Ich wollte sowieso schon die ganze Zeit streamen, Uncharted. Jetzt, wenn es für die PS5 kommt. Richtig geil. Ich werde meine 16 hin. Ja, ohne Scheiß. Und God of War willst du ja auch noch sehen. Ja. Ich glaube, Final I'm 16. Herman Hulst, head of PlayStation Studios. PlayStation Studios, at its heart, is a diverse and passionate group of storytellers at our collective of AAA studios all across the globe. Everything we do is driven and inspired by storytelling. As creators, PlayStation 5 gives us the opportunity to push the boundaries of storytelling even further. Our world-class development teams at PlayStation Studios have already delivered such incredible gaming experiences for PS5, and we're only just getting started. As you'll see today with the lineup of exclusive games coming from PlayStation Studios, we're going to continue to drive innovation, advance gaming, while always embracing the legacy of PlayStation and creating games that matter. Games that you're not going to find anywhere else. Enjoy. Dass das vielleicht ein bisschen zu laut ist. Das vielleicht das kann sein. Ja, und dass eher die Musik zu laut ist, also das Gameplay. Insomniac Games. Bin gespannt. Sieht aus wie die Bar bei StarCraft.
Oh, geil. Wolverine-Game. Ja, die Kuh muss jetzt auch noch gemolken werden hier, die Marvel-Kuh im Gameplay. Ja, Potenzial hätt's ja, ne? Ja, voll, Mann. Character, Story, kannst so viel geilen Scheiß draus machen. Oh, Gran Turismo, Digga! Holy shit. Jawohl! Zeit wird's halt, ne? Oh yeah! Wann endlich, Leute? Wir warten drauf. Ist das ein Game, was dich zu der PS5 bringen würde? Ja. Ja, ne? Schon, Gran Turismo hat schon immer Bock gemacht. Und das ist diesmal wieder so wie das 1er, Alter. Echt? Wieder nicht nur online und so, sondern Lizenzen herfahren und dann, also... Das ist sogar das alte Intro neu aufgearbeitet. Das ist auch damals der Castrol gewesen, auch dieser Motor. Yep. Nur die andere Mucke. Kennst du die andere Mucke noch? Oh yeah! Also ich hab grad voll die alte GT1 Gran Turismo 1 Mucke im Kopf. Bitte Leute, gebt uns das Datum oder zeitnah, es wäre halt obergeil. Alter, es wird so... Ja, sonst war ja immer Standard, dass Gran Turismo mit Release rauskommt. Ja, das haben sie ja irgendwie verkackt. Da gab es ein Ingame hier. Ja, also schon... Was die schon immer konnten, war Trailer machen, Digga. Hier, schaut. Das alles in diesen Tuning-Städten und... Komm Leute, das sieht doch fertig aus. Sagt wann. Komm. Ja, schau mal, wie viel du da jetzt mit dem Tuning und Airbrush machen kannst. Ah, ja, das... Und da kannst du halt so Screenshots. Das ist sehr geil. Oh. Ich meine, ich kann verstehen, das ist nichts für jedermanmann, aber... Nee, natürlich nicht, aber ich... In PlayStation 1 müsst ihr wissen, ist quasi damals mit Gran Turismo released worden. Digga, komm jetzt. Das ist doch fertig, das Game, das sehe ich doch. Ne, Alter. Die 3D-Models sehen noch nicht so fertig aus. Nee, ich glaube auch noch nicht, dass... Ah, sieht noch Early Beta aus, oder ja. Da, der M. Eisenberg, Digga. Nee, Kevin, das sieht noch überhaupt nicht fertig aus. Nee, tatsächlich in dem Fall jetzt nicht. Also ich bin von Gran Turismo ganz andere Grafik gewohnt. Ja. Das war das Kona, Digga. Ja, safe noch ein halbes Jahr, oder? Bin gespannt. Ja, aber dann sind wieder Szenen drin, die sehen komplett anormal aus. Kein Datum. Naja, das heißt nächstes Jahr. Ach, fuck you. Digga, warum zeigst du das? For as long as I can remember, I have looked for an equal. One who could Spider-Man. Das ist doch, Das ist, glaube ich, ein neuer Teil. could surprise me. One who could even beat me. Alter, jetzt sag bloß im Koop, Alter. Das wäre mal geil. Disappointment. Na, du hast einige Spider-Man-Games gezockt. Ja, alle eigentlich. Also halt auf der PS4 und 5. Oh, Venom! Spider-Man 2, geil, aber wahrscheinlich auch wieder kein Datum, einfach mal rausgeklatscht. Ah doch, das kriegt... Oh, 23, Alter. Also das dauert noch ein bisschen. Wahrscheinlich wird Gran Turismo im selben Bereich liegen. Ja, also so wie es aussah, ohne Scheiß, also Oktober nächsten Jahres, wenn überhaupt. Mhm. Kommt schon, Leute.
Alter. Ihr wisst es, wir wissen es, wir wollen alle Final Fantasy sehen. Ohne Scheiße, es klang auch gerade original danach, Digga. Aber was das hat, ja. kommt safe von den PlayStation Studios nicht. Ah! Das ist das Letzte. Kommt nichts mehr danach. Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard? Maybe that's what Mother wanted. We do not know what Mother wanted. Well, I recognize that dour expression anywhere. Ja, das sieht schon krass aus, schon wieder, Digga. Ja, ich glaube, das kann richtig, richtig gut werden. Aber wie lang, Mann. Gerade mit diesen nordischen Göttern und so. Ja, den Einser gibt's ja schon, der ist ja schon mega. Der ist ja auch mit nordischen Göttern. Der zweite Teil davon, von dem neuen. Ja, dann lass dich mal nicht so von dem Ding täuschen. Das ist einfach, weil es HD ist, einfach Schmutz ist. Schau mal lieber da drauf, da sieht's besser aus als da. Ja, ja. We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? Alter, das Game will ich so hart suchten. Alter, das macht einfach... Oha. Is not the only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! You seem like a calm and reasonable person. Alter, du hast deine alten Dinger wieder. Die Dinger. Oh, Tor. Geil. Oh shit. Das sieht so geil aus, Mann. Panic does nothing. Harness it. Alter, fuck. Let it serve you. Das ist halt immer so maximal übertrieben geil. Scheiß. Oh, der Impact, wenn der zuhaut. Ragnarok. You'll get your answers soon enough. Das ist sehr geil. Well, some of them. Bestimmt wieder kein Datum, Digga. Ja, an deiner Stelle wäre gut geteased. Da hab ich schon Bock drauf jetzt. Tja, fehlt halt immer noch das Datum. God of War. Wird wohl dieses Jahr nichts mehr werden. Ja, dieses Jahr auf gar keinen Fall, Alter. Und jetzt? Recapture on PS5? Ich dachte eigentlich, das war's jetzt, wenn ich ehrlich bin. Ja, kommt jetzt nur noch so eine Zusammenfassung von dem, was noch kommt, oder? Ja, ich glaube. Das da auch. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Also ein bisschen was ist schon dabei gewesen. Aber ein paar gute Sachen dabei. Auch das Remaster für PS5 schon krank. Well, I recognize that dour expression anywhere.
Meinst du, sie haben noch was im Ärmel? And that was the PlayStation Showcase. We've got more info and updates coming right now, and I'm in fact joined by no less than PlayStation Studios head Herman Hulst. Herman, really strong showing here from PlayStation Studios tonight, including an awesome new look at GT7 and finally a release date. GT7 is coming in March, and I don't think fans are going to be disappointed with what Yamauchi-san and Polyphony. Das habe ich vorher gar nicht gesehen, du? What we're doing with GT7 is we're pulling from the entire history of the geil, im März, Mann. taking some of the best features into GT7. Alle, die bis März keine Playstation haben und das spielen wollen, die werden so ausrasten, dass sie keine kriegen. And, I got a chance to play, and it just looks and plays sensationally. The haptics, the vibrations, you feel the rolls, the pull and the weight of the different cars. Schau mal eher darüber, das sieht da deutlich besser aus hier, weil hier sieht seine Hand schon irgendwie weird aus. Through the adaptive triggers that really kind of makes you feel like you're an incredible racer, and for me that's great. Great to hear that about GT7. I can't wait to play that, but I also really wanted to talk about Insomniac. I mean, this is a studio that is absolutely on fire the last year, maybe 18 months with Marvel Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank, A Rift Apart, and now two big reveals tonight in the form of Marvel's Spider-Man 2 and Marvel's Wolverine. It's kind of a shock. You work really closely with Insom, Herman, so what can you tell us about just why Insom gets so fired up about the Marvel universe? I mean, Sid, you said it. Insomniac Cash cow is halt. I think the team in Insomniac, they're really always challenging themselves to raise the bar with their approach to storytelling and craftsmanship. And it's really evident in the consistently high quality of games that they've been delivering over the years. I think on top of that, they really prize collaboration amongst their team. And that collaboration that also extends to the way that they work with other PlayStation teams, but also their work with their great partners at Marvel. And that collaboration resulted in the amazing first two Marvel Spider-Man games. And I know that Insomniac are extremely excited to be further expanding the universe into Marvel Spider-Man 2 now. And they're also going to be raising the bar again, in terms of immersion, action, visual fidelity. I think Marvel Spider-Man 2 will be a spectacular showpiece for gaming. And they're also so thrilled to then bring gamers an emotional into Marvel's Wolverine. I think that PlayStation fans are really going to be in for a treat over the next few years. Very cool, very exciting times. Ist halt auch alles exklusiv PlayStation, ne? Alles, was du hier fast gesehen hast. Nur ganz wenig, was auch am PC rauskommt. God of War Ragnarok. Herman, what can you tell us about where Santa Monica Studio is going with this one? Like many of the fans, I'm personally really invested in the relationship between Kratos and Atreus. We got to see in the trailer that there's some real tension brewing between them as Ragnarok approaches, so I can't wait for players to see how that relationship between them evolves. And you gotta trust me when I say that Santa Monica Studio have prepared quite a few twists and turns for players as they set up the finale of the Norse saga in God of War Ragnarok. We're gonna get an update on God of War Ragnarok from Santa Monica Studio here in just a moment. But before you go, Herman, I wanted to get your take on Horizon Forbidden West. Now, we've learned that this one is coming out in February. Ich hoffe, die zeigen dir mal Spielszenen, weil du hast es ja noch nicht gesehen. Das sieht richtig krank aus. What has jumped out to you? What can you tell us about the game? Kommt auch schon, ich glaube, Januar 22. PS4 and PS5, and it looks great on both. For PS5, the level of detail on the kids, lighting, even more amazing because the environments have so much going on too. From the ruins of areas, everything just looks breathtaking. Ich will jetzt irgendwie noch mehr eine PS5, ja, das kann ich verstehen. Plus, the combat in the game offers so much variety. It's all based on player choice. There's so many cool weapons and tools. And das Game wird auch richtig geil. Welches Game würdest du am liebsten zocken wollen, Andy? On PS5. Ja, wegen welchem Game würdest du am liebsten jetzt eine PS5 haben? I think in my mind really adds to the experience, when you're firing arrows and the other ammo. Hey Daniele, grüß dich. I know them so well. Servus Daniele. Super proud of them. They're creating something Scheiße, Digga. And I just can't wait for gamers to get the next chapter of Halo's adventure in their hands. Thanks for the update, Herman. We're joined now by Eric and Corey from Santa Monica Studio. And I wanted to check in with you two on the big announce we saw just a few minutes ago, God of War Ragnarok. We finally got our first big look at it. And actually, Eric, I wanted to start with you.
You've been involved with every single God of War, including 2018's God of War. Is that correct? Krass. Yeah, that's correct, Sid. I've been with the studio since 2004 in many different capacities, working with both Santa Monica and Ready at Dawn on the God of War franchise. And I don't know why, but they thought it'd be a good idea to say, hey, do you want to direct this one? And so that's what I'm doing. I'm directing God of War Ragnarok, or as Corey likes to call it, never heard of it. The update on that. So Eric, why the shift in leadership on God of War Ragnarok? It's always been a tradition here at Santa Monica to change the directors across the games. You know, we've had really good success with that. Corey's been the only repeat director, and, you know, rightfully so. He's pretty damn good at what he does. So that's kind of what it is. The important thing for us is to be able to kind of get a fresh perspective each time. But also, you know, a fresh pair of legs in the sense that you're really exhausted at the end of finishing one of these things. So you got to con somebody else into doing it, like him. So Eric, what aesthetics or themes sort of resonate with you as a creative? I mean, I guess what I'm getting at is like, how do you see yourself leaving your fingerprints on God of War Ragnarok? It's kind of the designer in me wants to answer one way, but as a director, you have to answer a different way. I think you have to learn how to jettison your own profession when you switch over to the director's role, which I'm sure Corey can understand. I mean, he kind of animated a little bit on God of War 2, and we kind of had to throw it all out, except for that sneaky backflip that Kratos has never done again that we left in. That's the perk of being the director, I guess. But, you know, from my point of view, like, we want to tell a very heartfelt and epic story. So, as, you know, a father and son go on a journey, and they kind of struggle with holding on to stuff and letting go of things. You know, it's a very difficult kind of human condition that we all deal with. And we kind of want to arrive at that by taking like slices of life or family, you know, drama, if you will, and kind of juxtapose that against big Norse backdrop. And, you know, at the end, we just want to have an ending that feels very, you know, surprising yet inevitable based on all those things. But it's kind of, you know, I'm from the Midwest, so like slice of life, very common, mundane things are just as interesting as big world events. And so we try to collide those things together to, you know, make an experience that's very worthy of the God of War name. So with the game officially being called God of War Ragnarok, I guess it doesn't take a genius to think that perhaps Ragnarok factors into this game in some manner. Can you confirm that, Eric? Yeah, I mean, you can't call the game God of War Ragnarok and not have Ragnarok happen in the game. So, you know, it's going to happen. We're going to cap off the Norse series with it. And I think Chris Judge said it best in the announced trailer last year. Prepare yourselves. The last game ended with a teaser of sorts for Thor. And I just got to know, was that Thor's voice we heard in the trailer just a few minutes ago? That was definitely Thor's voice that we heard in the trailer. Thor is being played by Ryan Hurst, which you might know him from Sons of Anarchy. He played Opie, one of my favorite characters ever. And we're just delighted to have him come play in the God of War sandbox. And his take on Thor and our take visually on Thor is very different than the hunky Australian you might know. You know, he's much closer to the Norse mythology version. You know, he's this big, burly, almost hedonistic man-child, red hair, you know, left-handed, just a little off-kilter than the Thor that a lot of people know right now. So I can't wait for people to experience more of that when the game's done. We also heard the name Odin in tonight's trailer. So I imagine if we're going to experience Ragnarok, Odin's going to have to play a pretty big role here, right? Definitely. I mean, Odin is the Allfather of all the realms, so he's going to show up when Ragnarok happens. We're very, very happy to have Mr. Richard Schiff come on to play Odin for us. You may know him as Toby from the West Wing. This was one that we never thought was going to happen. It was like kind of a shot in the dark, and he got back to us, and we walked him around the mocap volume. Yeah, this noise God of War. I've never done anything like this before. Let's do it. And so the kind of rest is history. So I can't wait for people to experience that and see how he factors in. And it's a very different take, again, much like Thor. You know, he's like a old man who's just kind of busy with his own things and doing whatever he wants. And he doesn't live in a castle or anything like that. So it's again, a different take, kind of what we do. We just take what's known and curveball it a little bit and, you know, make it special. We also saw a couple of new characters tonight. So what can you tell us about them? Are you talking about the little squid? Oh no, you're talking about Tyr, the big guy. Yeah, he's the Norse God of War. And Kratos and Atreus have finally found him. We talked a lot about him in 2018, so we were like, well, we might as well show him to the people. And then the last character we saw at the trailer, you know, like with the little wink and smile from Angrboda, she's one of the last remaining giants, and her story is pretty amazing and how it fits into the world of God of War. Tyr is being played by Ben Prendergast, who's been completely absorbed in the role, even though he is not a giant as Tyr is. And then
Angerboda is being played by Leia De Leon Hayes, who's a complete treasure on set. She's been amazing. Watching her chemistry with the other characters has been amazing, and she's one of the last giants that's living. So we have those characters and a few more, and there's a lot of different monsters you saw in there. Sieht so There's been gut so many aus. talented Sieht so people gut at the aus, studio ey. building this trailer and putting Richtig it together. I geiles just want to Game. give a shout out to Kannst the kaum team. I erwarten. love you guys. I wish you could be here. Schau mal, das da hinten ist der Workspace, das sind die ganzen, wahrscheinlich, wo die Designer und Creator sitzen. Amazing. And lastly, to our fans, we have a saying at the studio that we are fans of our fans, and I cannot wait to watch all the tweets, the messages, the reaction videos that you guys put out, and our team to be able to take that into heart and just get excited and hyped, and then use that to push us through the finish. Der Trailer war auch echt der beste heute Thank you very Abend. much. Von denen. Now, Das war auch der Corey, beste Trailer we heute haven't Abend. gotten a lot out of you here tonight. So now that we know you're not directing God of War Ragnarok, I was hoping maybe you could give us a little clue about what you may or may not be working on next. Oh, you'd like that, wouldn't you? Ja, definitiv, wenn es rauskommt, werde ich es live streamen. Everything that's going on right now. We're actually doing a bunch of stuff. It's really exciting, all the things that we're doing, and you're tempted to know what is this, but I don't really have anything I can talk about right now specifically, mostly because we're really focused on God of War Ragnarok, that I am incredibly excited that I finally understand that that's what everyone was saying, God of War Ragnarok. I was way off. I was thinking it was something else that they were talking about. I think we'll wait to get any deeper into anything else until later. We'll talk again, Sid. All right. Well, thank you, Corey, and thank you, Eric. And next up, we have Ryan Treadwell. He's the lead producer at Aspire. And wouldn't you know, just a little while ago, we got the announcement of a remake for Star Wars. Vielleicht kriegt man da ja mal was zu sehen. Das wäre ja mal. So, Ryan, I guess my question is, Ich glaube, mehr is siehst du this nicht. like a remaster of the original game, or what's going on here? It's so much more, Sid. This is a complete remake of this beloved Star Wars Fuck. story. For Stell Star dir Wars das in Knights of the unserer, in der aktuellen Alter, ihr das sucht, bis der Arzt kommt, Mann. While maintaining that integrity of story and character. Aber ja vergessen zu erwähnen, dass bei mir Amiibo waren, die da bekommen. Oh mein Gott. Habe im Urlaub Stoff-Yoshi geholt und will noch die Woche noch welche holen. Stoff-Yoshi habe ich aber auch. Star Wars Knights Richtig of the geil. Republic is a true classic and one of our favorite Star Wars stories ever. We want to honor that original story and make it as impactful for players today. Amiibos haben wir halt auch echt einige gekauft. Ne? Alter, die sind teilweise jetzt richtig Kohle wert, habe ich gesehen. Echt? Level of fidelity than Sei was drüben im possible Kino. in the past, while making sure that we're being authentic to what players loved about that original game. So we know Aspire from bringing classic Star Wars games to modern consoles, but this is a much bigger Aber ich glaube, project das than dauert anything noch the studios ewig, wenn die jetzt gerade gar nichts zeigen Can you tell me können. about the team behind the game? Wird es irgendwie Crossplay-mäßig Ich bin auch mal gespannt halt. Und dann können sie auch mal mit Final 11 anfangen, Digga. Classic Star Wars Ja, das games to new audiences on modern platforms. This Ja, ist ja noch unter Yoshi P's Final 11. That's why we knew we had to assemble the right Weiß nicht, ob sie das irgendwann machen. justice. We put together a team full of industry veterans from fan-favorite RPGs, even including the original Star Wars Knights of the Old Republic. It has been a really rewarding experience to assemble such a talented team to bring back an epic game. Of course, we're also working closely with the amazing teams at PlayStation and Lucasfilm Games. Together, we couldn't be more excited about what we'll be able to show you in the future. All of us are, of course, huge Star Wars fans too. One of the nice parts Das about musst du, building glaube ich, a auch team to sein. make a big Star Wars game is the ability to instantly bond with all the new people. Vielleicht ist das endlich das Star Wars Game, was wir alle schon seit Ewigkeiten wollen. Vielleicht, ja. Vielleicht muss ich es wirklich mal, ganz ehrlich, einfach mal, wenn es raus ist, was wahrscheinlich in den 2 Jahren sein wird. Very exciting. Denke ich auch. Definitely dying to see more of that one. Thank you, Sid. It will be some time before we're ready to show more, but we're very excited about being able to reveal more in the future. All right, and that's it Will for be our some show. time, also das heißt, es wird noch eine Weile dauern, bis wir mehr zeigen and check können. out all the trailers from tonight's PlayStation Showcase on YouTube. Thanks for watching. Alles klar, das war's. Das war's, okay. Aber ich fand's eigentlich ganz nice. Ja. Aber ein bisschen was, also Square Enix hat ein bisschen wenig. Ich meine, dieses Ding hier, Forspoken, das sah schon geil aus, ne? Aber, ja. Ja, ich meine, Square Enix hat viel zu tun halt, ne? Die haben Final 7 Remake, die brengen jetzt Final 16, Final 14 Add-on. Genau, richtig. Also ich glaube, die haben gut zu tun und bei denen brennt der Baum, Alter. Ich glaub's auch. Ja, was sagt der Andi noch, wenn du gerade an Reiterlink und dem Wächter Amiibo von Breath of the Wild interessiert bist? Ja, nee, ich hole mir keine Amiibos mehr, das ist voll die Geldverschwendung. So, ich drück mal hier auf. Pause.
So Leute, ja, das war's schon wieder mit dem Stream. Vielen Dank, dass ihr mit am Start wart, geschrieben habt. Andi, ich habe kein Interesse an Amiibos mehr. Es haut so viel Geld raus. Jetzt kommt erstmal die Collectors Edition. Ich werde die Tage Tales of Arise zocken im Livestream, also am Wochenende, nur dass ihr es schon mal wisst. Und dann sage ich mal gute Nacht, oder wir sagen mal